Hallo meine lieben Freunde von altem Playmobil. Heute schauen wir uns die Spielwelt 1900 an, die rosa Serie aus den Jahren 1989 bis 2003. Eine historische Spielwelt aus der guten alten Zeit, ohne übertriebenes Abenteuer, das angenehme Leben im nostalgischen Puppenhaus, bis ins kleinste Detail liebevoll umgesetzt und mit großem Aufwand gestaltet. Zum Start der Serie 89 hat Playmobil 10 Millionen Mark in 400 Spritzwerkzeuge für neue Formen investiert. Mit der ersten Welle im September 89 und Anfang 90 kamen bereits 33 neue Sets heraus. Die rosa Serie brachte es ohne Neuauflagen auf 54 Sets. Die Packungen erkannte man an der rosa Farbe. Damit wollte man Mädchen ansprechen. 89 war der I-Punkt im Logo noch eckig, 90 wurde er rund und 95 gab es die Colornummer-Packungen. Leider fiel bei den neuen Verpackungen das wunderschöne Diorama auf der Rückseite weg und es wurde nur noch der Packungsinhalt angezeigt. Nach Auslaufen der rosa Serie im Jahr 2004 gab es laufend viele Neuerscheinungen im Direktservice, ein tolles Service für den Sammler. Im Jahr 2021 wurden auch die Verpackungen wunderschön gestaltet. Wir sehen hier zum Beispiel eine Originalpackung der Küche aus dem Jahr 1995 und hier sehen wir die Neuauflage aus dem Jahr 2021 mit dem identischen Foto, der identische Inhalt von 89 und eine wunderschön gestaltete Packung. Ich habe beim Direktservice sehr oft zugegriffen oder bei Playmobil Plus, wie es heute heißt. Deshalb fehlen mir hier in dieser Sammlung sehr oft die passenden Figuren. Bitte achtet nicht immer auf die Figuren, ich habe sie selbst zusammengestellt. Das große Puppenhaus mit seinen 3 Geschossen ist 1989 herausgekommen. 1990 gab es das kleine Puppenhaus mit nur dem Erdgeschoss und 1993 gab es dann die Etagenerweiterung. Diese 3 Gebäudesets sind alle wieder bei Playmobil Plus herausgekommen. Ich habe heuer die neu erschienene Etagenerweiterung gekauft und in mein altes Puppenhaus eingebaut. Das sollte man nicht machen, denn das alte Puppenhaus ist mit den vielen Jahren nachgedunkelt. Die Farben sind etwas vergilbt, das macht überhaupt nichts aus und schaut schön aus, aber es passt überhaupt nicht zu den leuchtend strahlenden Farben der neuen Erweiterung. Ich werde die dann wieder abbauen, weil ich das große Puppenhaus sonst sowieso nicht mehr in meinem Regal Platz habe. Es hat nämlich eine Höhe von 64,5 cm. Das Haus mit nur einem Stockwerk wiegt 8,5 Kilo. Das Puppenhaus ist im Stecksystem gebaut, das heißt theoretisch wäre es mit der Burg und dem Fachwerkhaus kompatibel, aber es ist genau einen Steckplatz höher. Die Geschosse sind höher. Der Grundriss ist identisch. Der Grundriss ist genau wie bei der Burg oder beim Fachwerkhaus. Das Puppenhaus steht auf einem stabilen Sockel. Die Sockelelemente sind 3 Elemente breit und 2 Elemente lang. Sie werden ineinander gesteckt und dann noch mit Clips fixiert. Es gibt Kellerfenster oder man kann auch Stiegenaufgänge einstecken. Auf diesem Grundriss werden dann die Wandelemente aufgebaut. An die Wandelemente werden innen Tapeten angeklebt mit Klebepunkte.
Es werden innen auch Vorhangstangen aufgesteckt. Es gibt die normalen Stangen und es gibt auch die Eckstangen, die ineinander greifen. Außen setzt man den Fensterflügel in den Fensterrahmen und den Fensterrahmen in das Wandelement. Es kommt noch das Fassadenelement darauf und der Blumenkasten mit der Blumenerde, 3 Blumensträuße und auf jeden Blumenstrauß 6 Blumen. Das ganze Fachwerk, das ganze Puppenhaus hat 623 Teile, ein riesiger Aufwand für die Neuauflage. Man muss nicht einfach nur eine alte Form in die Maschine stecken, sondern man muss alle Teile nachproduzieren, darunter auch die Kartontapeten, die Klebepunkte und die Filzvorhänge. Eine tolle Gelegenheit, sich Ersatzteile zu besorgen, wenn ein Filzvorhang ausgeleiert ist oder eine Türschnalle abgesprungen ist. Um 55 Cent ist es als Ersatzteil erhältlich. Auf den Wandelementen werden innen die Deckenelemente eingehängt. Außen gibt es immer noch Lückenfüller, die die Lücken für den Balkonanbau abschließen. An der Hinterseite gibt es schmale Rahmen. Das ist praktisch zum Spielen, aber die Öffnung ist immer nur 15 x 15 cm groß beim kleinen Zimmer, aber das Zimmer ist 27 cm tief. Das heißt, beim Spielen muss man ziemlich weit hineingreifen, das ist ziemlich unpraktisch. Die Breite kann man theoretisch bauen, wie breit man will. Man kann mit der Terrasse Abstufungen machen, aber die Dachbreite ist vorgegeben. Die Dachbreite sind die 5 Einheiten, die vorgegeben sind durch die Firstterrasse. Dieses Firstelement gibt die Gebäudebreite vor. Wenn man ein breiteres Gebäude bauen will, dann muss man diese Firstterrasse absägen und zusammenstöpseln. Im Dachgeschoss haben wir Gummivorhänge anstatt der Filzvorhänge, die man in den anderen Geschossen hat. Jetzt können wir uns die Einrichtung anschauen. Als ich das Puppenhaus gekauft habe, hatte es die Einrichtung von 2004 drinnen. Diese Einrichtung von 2004 gehörte theoretisch nicht mehr zum Puppenhaus. Ich habe mit dieser Einrichtung, war ich eigentlich immer sehr zufrieden. Mit den Neuerscheinungen habe ich mir aber das Puppenhaus neu eingerichtet. Hinter der Eingangstür platziert man normalerweise die Küche. Das ist sehr unpraktisch. Normalerweise gehört hier die Eingangshalle her mit dem Stiegeneingang, mit einigen Sitzgelegenheiten für die Besucher. Die warten, bis sie in den Salon eingelassen werden. Aber aus Platzgründen kommt hier meistens die Küche hin. Die Küche hat 2 Paneele und eine Kredenz. Auf einem Fliesenpanel ist der Herd angebaut. Ein sehr schöner, nostalgischer Herd. Der war auch bei Spirit dabei. Und an der Wand geht der Kamin hinaus und man kann die Kochwerkzeuge aufhängen. Sehr schöne Kupferkessel. Auf der anderen Fliesenwand hat man ein Waschbecken mit dem Wasserhahn und eine Spüle, einen Spülkasten, darüber einen Halter für Teller, Tassen und für Dosen. Es gibt auch noch eine schöne Kredenz mit Türen, Laden, Ablage und Vitrine. Sehr schön ist auch der Ständer für das Putzwerkzeug, ein sehr malerischer Ständer für Teppichklopfer und Besen. Im Zentrum der Küche steht ein Tisch mit 4 Stühlen. Es sind noch mehrere Körbe und Kübel dabei. Bei den Figuren sieht man
den Unterschied zwischen der Herrschaft und den Dienstboten, die einfache Köchin und der Junge von der Straße arbeiten hier in der Küche. Inzwischen wird im Wohnzimmer schon serviert, auch hier ein Dienstmädchen mit einem Schurz, mit einer Masche im Haar, ein wunderschöner Servierwagen, farblich sehr schön gestaltet, mit dem Kaffeeservice, das am Kaffeetisch aufgedeckt wird. Ein schöner Tisch mit verzierten Einlegearbeiten, mit 4 Stühlen, ein schönes Kaffeeservice, eine Zimmerpflanze, ein Sofa und ein Polstersessel mit Fußschemel. Von den Möbeln haben wir die große Pendeluhr mit dem wunderschönen goldenen Zifferblatt. Wir haben eine Vitrine, wo man das Kaffeegeschirr hineinstellen kann und einen Bücherschrank voll mit Literatur. Aus dem Wintergarten kann man in den Garten hinaustreten. Die Gartenmöbel kann man aber auch auf der Terrasse aufstellen. Die ersten Gartenmöbel hatten noch den blau-gelben Papagei Kri-Kri dabei, aber die Gartenmöbel aus dem Direktservice sind eben neueren Ursprungs. Wir haben hier einen Tisch, eine Bank, 2 Stühle, einen Sonnenschirm, im Hintergrund 2 Hecken und einen Grill, denselben Grill wie vom Camping 98 mit dem vollständigen Grillwerkzeug. Es werden hier Fische gegrillt, es gibt noch Besteck, Geschirr und eine Blumenvase. Der Ausgang zur Terrasse ist dasselbe dreiteilige Wandelement wie der Haupteingang des Puppenhauses. Hier habe ich das Klavierzimmer mit dem Pianisten eingebaut. Ein sehr schöner Wandtisch mit einer Komponistenbüste. Ein schönes Klavier mit den 2 Kerzen. Den Deckel kann man auf- und zuklappen. Und wenn man in die Tasten haut, dann ertönt die Melodie für Elise. Notenständer Hocker, der Pianist mit einer neuen Perücke ohne Haarkranz. In der Hand hält er die Noten. Ursprünglich waren die Noten, glaube ich, von Papier oder Karton. Das neue Kaminzimmer habe ich auch noch nicht ausgepackt, denn ich habe einige Teile vom alten Kaminzimmer mit dem alten Großvater, noch mit den alten flachen Beinen in den roten Pantoffeln, mit dem Backenbart von Professor Mobilux, der Mütze mit der Quaste und der goldenen Brille. Normalerweise liest er Zeitung. Der alte Kamin war grau. Zuerst stellte man das Feuer hinein, später gab es dann einen elektrischen Kamin. Man konnte auf Knopfdruck die Beleuchtung im Feuer einschalten. Zum Kaminzimmer gehört auch ein wunderschöner Sekretärschrank. Dieser ist heute im Western Shop dabei. Man kann ihn im Ersatzteilservice um 4,50 € bestellen. Gehen wir jetzt die Stiege hinauf ins nächste Geschoss. Dort ist das Badezimmer auch wieder ungünstig im Stiegenhaus angeordnet, aber das sind eben die breiteren Räume. Das Badezimmer hat wieder 2 Fliesenpaneele für die Wand. Ein Panel mit dem Waschbecken, wunderschön gestaltet, Spiegel und 2 Lampen und ein Panel für das WC mit WC-Schüsseldeckel, Papierrolle und Spüle. Man kann sogar an der Kette ziehen. Die Kette ist gefedert. Es gibt dann auch noch einen Holzboiler für das Warmwasser. Unten kann man mit Holz befeuern, kann man aber nicht aufmachen. Den stellt man normal an die Wand, damit der Kamin hineingeht. Es ist eine Dusche und ein Wasserhahn angebracht. Beachten wir die wunderschönen Verzierungen hier an der Badewanne mit den Messingfüßen und noch ein Halter für Seife und Badeschwamm.
Die Teppiche sind bei den Neuausgaben aus Karton. Ich denke, bei den ursprünglichen Ausgaben war das so eine Art Filzkarton. Wir haben noch einen Schemel und einen Handtuchhalter mit echten Stoffhandtüchern. Und hier haben wir wieder das Dienstmädchen oder das Kindermädchen, das den kleinen Jungen badet. Das Badezimmer ist nicht 89 erschienen, sondern im Original erst 92 herausgekommen. Deshalb entspricht auch diese Ausgabe vollkommen dem Original. Das war damals das erste Set mit einem Kind mit barfußen Füßen. Nebenan das Kinderzimmer. Das Kinderzimmer stammt aus einer Ausgabe von 99, wurde hier wieder neu aufgelegt. Wir haben hier ein Stockbett, 2 Gitterbetten, die man aneinander stecken kann. Auf der Seite kann man dann das Geländer noch anbauen und die Leiter. Dann der große Schlafzimmerschrank in weißer Farbe, Tisch mit Stühlen und viel Spielzeug, Schaukelpferd, Eisenbahn und Puppenwagen und die 2 Kinder, die hier spielen, das Mädchen auf dem Steckenpferd. Wir kommen jetzt ins Dachgeschoss, in das Schlafzimmer. Dieses Schlafzimmer hat es so in dieser Farbe noch nie gegeben. Die Neuauflage hat eine neue Farbe, einen wunderschönen Braunton. Die Figuren stammen von 1997 in der Neuauflage. Wir haben hier zum Beispiel einen Waschschrank mit Spiegel, mit Waschschüssel und Wasserkrug. Ich habe hier diesen Waschschrank aus dem Originalset. Die Farbe der Schlafzimmermöbel war im Originalset so weiß. Wir haben dann 2 Einzelbetten mit Matratze, wo bereits der Polster aufgeprägt ist, und 2 Bettdecken. Bei den Nachtkästchen haben wir eine Nachttischlampe und unter der Lade haben wir auch den Nachttopf, obwohl es hier nicht weit ins Bad wäre. Im Hintergrund noch den Schlafzimmerschrank, der wunderschöne große Schrank. Oben ist dann nur mehr noch der Kamin. Ich habe hier noch den Kaminkehrer hergestellt von 98 mit seinem Kaminkehrerwerkzeug und der kurzen Leiter. Hier könnte man vielleicht auch eine neuere Figur verwenden, aber er passt da sehr gut hin. Das Puppenhaus war bis 2003 in dieser Form im Sortiment. 2004 wurde dasselbe Puppenhaus erneuert in gelber Farbe, aber was noch viel wichtiger war, es wurden die Zwischendecken vollkommen erneuert. Die eingehängten Zwischendecken wurden ein bisschen, bekamen Einbuchtungen, die Zwischenwände fielen weg oder wurden mit Bögenelementen geändert und so konnte man eigentlich viel besser spielen. Zum Spielen sind die neuen Puppenhäuser einfach viel, viel besser. Das alte Puppenhaus eignet sich als Setzkasten, um einzurichten, hineinzustellen, aber nicht so sehr zum Spielen. Ich habe hier den Hochzeitspavillon. Das ist eigentlich der Hochzeitspavillon. Ich möchte ihn als Musikzimmer einrichten. Ich habe schon den weißen Flügel und die Musikinstrumente drinnen, aber eine Wand habe ich mit einer Dreierfassade vom Puppenhaus ersetzt, damit man hier den Unterschied sieht zwischen dem alten und dem neuen Puppenhaus. Das ist auch das kleinste Haus, das man bauen kann. 3 Elemente breit und 2 Elemente tief. Für das Dach braucht man hier den speziellen Dachverbinder vom Hochzeitspavillon. Das Puppenhaus war eben bis 2009 in dieser Form im Sortiment. 2010 wurde dann umgestellt auf System X, wie es auch heute noch im Sortiment ist. Bereits gezeigt habe ich euch die neuen Puppenhausmöbel von 2004.
in einer anderen Farbe, ein bisschen kleinere Sets mit weniger Teilen und mit neuen modernen Figuren mit ausgestalteten Füßen. Das ist das blaue Wohnzimmer. Hier sehen wir auch die neue Figur, die dabei war. Und hier hinten habe ich dann noch die Küche. Vom Haus tritt man hinaus in den Garten und da braucht es natürlich auch einen Gartenzaun. Der Gartenzaun ist auch, oder Parkzaun heißt er, ist auch heuer wieder neu erschienen. Er war lange Zeit sehr teuer und sehr schwer zu bekommen. Er besteht aus Säulen, aus Mauern und man kann dann die Gitter einhängen und mit dem Deckel fixieren. Das Gittertor aus schönem Schmiedeeisen, sehr gediegen. Beim Originalset vom Parkzaun war noch eine Straßenlampe dabei, eine Parkbank und 3 Figuren, ein Straßenmusiker, eine gelbe Frau und ein Kind im Matrosenanzug. Die Straßenlampen hatten im Original Glühlampen eingebaut und im Sockel war eine Batterie und man konnte den Sockel drehen und die Straßenlampe leuchtete. Vielleicht kann das auch ein Bastler selbst in den neuen Straßenlampen aus dem Direktservice einbauen. Die Straßenlampe gab es auch als Einzelset mit einer Straßenlampe und mit einem Kavalier mit Blumenstrauß, wie der Pianist wieder mit einer Perücke, Haare ohne einem Steckkranz. Das war damals das erste Mal. Ein weiteres Straßenset war die Litfaßsäule mit 3 Figuren. Bitte wieder nicht die Figuren anschauen. Es war eine Dickbauchfigur mit dem grauen Zylinder und mit dem lila Hutband und ein Mann mit Bowler und noch eine Frau. Die Litfaßsäule ist ein schönes, malerisches Dekorationsobjekt mit alten historischen Plakaten, die als Aufkleber aufgedruckt sind. Natürlich alles ein einzelner Aufkleber, nicht jedes Plakat extra. Ein weiteres Set für die Straße war die Parkbank mit dem Landstreicher. Man sieht hier auch wieder den Kontrast reich und arm. Der Landstreicher kann nicht im angenehmen Bürgerhaus wohnen. Er sitzt hier auf der Parkbank. Er war die erste Figur außerhalb der Piratenserie, die barfuß war. Man sieht hier, ich habe die Blume. Nicht die richtige, das ist die Clownblume. Der Landstreicher hat eine gelbe Blume. Sein ganzes Eigentum trägt er in einem Bündel, eingeschnürt mit, auf einem Stock, in der Hand noch ein Erfrischungsgetränk. Es kommt hier gleich das Auge des Gesetzes und wird schauen, ob er hier noch lang sitzen bleiben darf. Der Wachtmeister mit seinem dicken Bauch, den wunderschönen silberglänzenden Knöpfen, einen hochgeschlossenen Uniformkragen, den mächtigen Schnurrbart und den Pickelhelm mit der grauen Spitze. Auf dem Pickelhelm ist der preußische Adler aufgedruckt. Diesen Pickelhelm gab es dann auch beim Gendarm von Zirndorf ohne Aufdruck oder heute auch im Puppentheater mit einem Sternaufdruck. Es gab ihn auch beim Festungssoldat von Koblenz in Schwarz mit einem wunderschönen Goldaufdruck. Ich habe hier aus 2 Prinzen, habe ich hier 2 Kaiser gemacht. Der Gendarm hat noch den alten Säbel in Chrom von 95. Dieses Set gab es auch als internationale Ausgabe. In Frankreich konnte man natürlich mit der Pickelhaube nichts anfangen. Deshalb kam beim französischen Set ein Gendarm dazu mit schwarzen Hosennähten, mit Bedruckungen am Arm und am Körper.
mit dem Gürtel von den Husaren und mit einem schönen Zweispitz mit Federbusch in der internationalen Ausgabe oder in der französischen Ausgabe des Landstreichers. Wir sehen, hier hält jetzt schon das Militär Einzug. Viele Dioramenbauer verwenden diese Pickelhauben in ihren historischen Dioramen. Wir sehen, die Zeit war nicht besonders friedlich. Wir haben hier ein weiteres Militärset. Das ist jetzt eindeutig in der viktorianischen viktorianischen Umfeld einzuordnen, die Royal Guards mit ihren mächtigen Bärenfellmützen, den roten Rücken. Sie haben sehr schön gestaltete neue Gewehre, sehr feingliedrig gestaltete Hinterlader. Der Soldat hat ein Bajonett, das man am Gewehr aufpflanzen kann. In diesem Fall hat er aber eine Blume aufgesteckt. Es war das Wachhaus, 2 Wachen und 4 Kinder im Set. Die Kinder spielen auch Soldaten mit gefalteten Papierhüten, 2 weißen und einen braunen, eine Spielzeugkanone, Schaukelpferd, eine Flagge und eine Trommel. Die Trommelschläger habe ich hier noch auf dem Original Gussrahmen, ebenso die 3 Holzschwerte für die Kinder. Ein weiteres militärisches Set sind die Husaren, eine Reiterelite mit einem Offizier, hier auch wieder wie bei den Royal Guards, die roten Hosennähte auf den schwarzen Hosen, dieselbe Bedruckung am Körper, dieselben Schulterklappen und ein neuer Tschako mit Kinnriemen und mit Federbusch aufgesteckt. Den Säbel kann man hinten in den Halter stecken. Die Pferde sind auch wunderschön bedruckt mit Satteldecke und die braunen Pferde haben auch eine Blässe. Im Set sind dann neben dem Offizier noch 3 Husaren, alle 3 vollkommen identisch, gleiche Haarfarbe und derselbe Schnurrbart. Ich habe dieses Set auch aus dem Direktservice damals gekauft, deshalb fehlt mir hier das Kind. Es war noch ein Mädchen mit einem Teddybären dabei, das winkte. Dieser kleine Adjutant trägt einen Koffer und hat den Offizier verloren. Es gibt hier noch eine Kalesche, eine zweispännige Kutsche mit einem hohen General drinnen, mit dem schönen Backenbart, mit Schnauzbart, mit einem Orden, mit einer großen Tellermütze. Er sitzt mit seiner Frau in der Kutsche. Die Laternen sind immer noch die Goldchromlaternen von der Westernpotskutsche. Vorne sitzt der Kutscher. Der Kutscher hat den Backenbart von Mobilux ohne Schnurrbart. Der Kutscher hat im Original einen blauen Zylinder. Die neue Kutschenanspannung. Die Pferde haben hier schöne Riemen und ein schönes Wappen. Das Zaumzeug stimmt nicht. Es gehört hier ein Zaumzeug hin mit Scheuklappen. 1900 hielt auch die Motorisierung so langsam Einzug. Wir haben 2 Oldtimer, einen PKW und einen LKW. Ursprünglich in der ersten Ausgabe hatte der Oldtimer eine gelbe Farbe. Ich habe diesen im Playmobil Plus nachgekauft. Er ist ziemlich ähnlich wie der ursprüngliche, nur der echte hatte rote Sitze. Wir sehen hier die großen Speichenräder. Mit den Radmuttern kann man die Speichenräder abnehmen und das Rad wechseln, aber leider gibt es keine Felge zu wechseln, sondern nur den Reifen. Die Vorderachse ist fix, die Hinterachse ist gefedert und kann ein bisschen pendeln. Vorne an der Motorhaube hat man die Kurbel zum Anlassen. Der Kühlergrill ist gedruckt. Wir haben die Lampen und auf der Seite dann auch noch
Positionslichter, der Deckel für das Kühlwasser, Kupplung und Bremse, das Lenkrad auf der rechten Seite, das ist ein Rechtslenker, sagt aber nichts darüber aus, dass wir uns im viktorianischen Gebiet befinden, denn früher war auch in Deutschland Linksverkehr bis 1910. Ich habe hier versucht, die Figuren ein bisschen nachzustellen. Da gehört eine weiße Mütze und noch ein Kind dazu. Mir gefällt auch sehr gut die grüne Neuausgabe von 2011. Die Farbe ist ziemlich schön, die grüne Farbe genau gleich, nicht genau, sondern ähnlich wie der LKW. Der LKW war auch grün. Er hatte auch dieselben Speichenräder wie der PKW. Die Hinterachse war auch etwas gefedert. Der Kühlergrill derselbe wie beim PKW in gelber Farbe. Wir haben den Aufdruck Transport Union. Es ist Werkzeug dabei, eine große Transportkiste, Fässer, Säcke, eine Sackkarre. Der Fahrer war eine Dickbauchfigur. Ich habe hier nur diese braune amerikanische Schaffnermütze. Das war die Originalmütze vom Fahrer aus dem LKW. Eine tolle Sache. In der grünen Farbe auch wieder im Direktservice erhältlich, aber mit anderen Aufklebern. Jetzt kommen wir zu den Figuren. Bitte nicht alles genau anschauen. Die Figuren stimmen hier alle nicht. Es gab sehr viele kleine Sets. Es wäre eine Lebensaufgabe, die alle zu sammeln. Puppenwagen, Bollerwagen, Leiterwagen. Dieses Set habe ich ziemlich im Original. Es fehlt nur die Peitsche, ein Hundegespann, mit dem der Junge 2 Schweine auf den Markt bringt. Ein Handwagen mit dem Gepäckträger vom Hotel Royal. Das steht auf der Mütze, die Figur ist natürlich falsch. Und es steht auch hinten am Schild Hotel Royal, ein großer Reisekoffer, Hutkoffer, ein kleiner Koffer. Der Gepäckträger trägt das Gepäck der Dame nach. Nicht fehlen in der Spielwelt 1900 darf natürlich auch der nostalgische Puppenwagen mit seinen riesengroßen Speichenrädern, mit dem neuen Baby von 84 mit einer kleinen Spitzenhaube. Es gab auch 2 schöne Fahrräder, ein Hochrad und ein Dreirad als Lastenräder, hier für den Blumenverkäufer und auch für den bunten Brezelverkäufer. Jetzt kommen wir noch zum Markt. Der Markt ist im Jahr 1986 und 87 sind 6 unterschiedliche Marktstände herausgekommen. Ich habe hier 2 davon. Einmal den Gemüsestand. Vom Anschauen ähnelt er ziemlich dem Mittelaltermarktstand. Er ist aber ein ganz anderer Marktstand. Man kann aber auch auf der Seite wieder das Schild einhängen, aber es gibt hier Halter, es gibt andere Ablagen für 6 Gemüsekisten und die Abdeckung ist nicht mehr aus Kunststoff, sondern aus Karton. Wir haben hier ein reichhaltiges Gemüseangebot, Rotkohl, Grünkohl, Gurken, Möhren, Paprika, Blumenkohl, Birnen, Knoblauch und ein Korb Kartoffel und ein großer Kürbis steht schon auf die Waage. Was wird der wohl auf die Waage bringen? Da muss man ziemlich viel Gewichte hinaufstellen. Natürlich ist das alles nur Dekoration. Die Gewichte sind alle fix. Wir haben hier noch einen Leiterwagen, eine Sackkarre, eine Flasche und hier haben wir die Marktfrau und die Kundin mit dem Korb und dem Kind. Das Angebot und die Preise kann man mit einem speziellen Buntstift auf die Schiefertafel hinaufschreiben. Der zweite Stand von den 6 Ständen, die ich habe, ist der Fischstand. Der Fischstand hat einen großen Sonnenschirm mit einer großen Grundfläche, eine Verkaufstheke, die um die Ecke geht, für 5 Fischkisten. Wir sehen hier das reichhaltige Fischangebot
alles frisch gefangen. Der Verkäufer hat hier eine kleine Kaufmannswaage. Es ist ein Dickbauchverkäufer mit Schurz. Wir haben noch einen Bottich dabei, ein Fass. Die Katze bekommt die Fischgräten. Die Kundin ist beim Einkaufen und wir haben hier auch wieder den weißen Playmobil-Stift für die Schiefertafel. Es gab auch noch Hochzeitsgesellschaft, Kindergeburtstag 98. Ich habe hier von 99 die Wäscherin. Das war eine der letzten Sets aus der rosa Serie. Die Zuber erinnern an das Mittelalter, aber die Waschgeräte sind modern. Waschbrett, Mangel. Man kann hier sogar die Wäsche richtig durchdrehen mit etwas Gefühl. Die Filzwäsche kann man dann auf den Wäscheständer aufhängen mit den Wäscheklammern, die die Wäscherin in ihrem kleinen Prinzessinnenkorb trägt. Hier am Rand habe ich noch gesehen, steht noch Sherlock Holmes. Das war die erste Playmobil Special-Figur von 94. Damit bin ich auch schon am Ende von meinem Video angekommen. Ich hoffe, dieser kleine Überblick hat euch gefallen. Ihr könnt das aber nicht als Referenz für die Sets hernehmen, denn die Figuren, wie gesagt, habe ich überall frei zusammengestellt. Nach diesem schönen Thema von 89 werde ich im nächsten Video nächste Woche die neue Burg von 93 zeigen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.